Ja, da kommt er auch kurz quer. Alter, der Sound. Das ist schon, finde ich, sieht richtig, richtig geil aus. Du weißt aber Bescheid, ne? Wenn wir jetzt hier fertig sind. Ja, wandern. Gehen wir eine Runde wandern. Ich freue mich. So sieht es aus. Hast du eh schon den Plan angeschaut, oder? Ich habe den studiert. Ja, perfekt. Sehr gut. Also Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar hier mit diesem Monster. Wir fahren heute den Porsche 992 Turbo S von Brabus umgebaut. In einer der letzten Videos sind wir ja die Coupé-Version schon gefahren. Da haben wir das Ding gemessen auf dem Flugplatz, haben wir ordentlich Gas gegeben. Für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, wir blenden einmal den Link dazu ein. Und heute gehen wir das Ganze etwas entspannter an, denn wir fahren hier die Cabrio-Version. Und man muss auch noch mal ganz kurz sagen, was halte ich von diesem Thema jetzt Brabus Porsche? Für mich persönlich, ich feiere das. Ich finde, die Marke hat bei Brabus gefehlt, denn mit Mercedes und den anderen Marken ist das Niveau, ist das Level schon so weit oben und dementsprechend, ich feiere das mega, dass Brabus jetzt auch hier Porsche-Umbauten anbietet. Sei es jetzt erstmal für den Turbo S 992 und auch für den Taycan. Generell, was hat sich jetzt hier an der Cabrio-Version getan? Ich meine, wir sehen es direkt hier von vorne. Wir haben natürlich hier einen komplett anderen Frontspoiler aus Carbon. Auch hier schön der Part in Carbon gehalten, aber sonst eigentlich relativ dezent. Sonst hat sich vorne nichts getan. Wenn wir dann weitergehen, an der Seite, wir haben andere Felgen drauf. Und zwar, wir haben hier einmal 21 Zoll Felgen drauf und dann haben wir hier hinten 22 Zoll Felgen drauf. Ich glaube, serienmäßig müsste das Ganze 21 Zoll sein. Sonst an der Seite hat sich eigentlich auch nichts getan. Wir haben hier so relativ dezent gehalten an der Seite so ein schönes Teil aus Carbon. Und das finde ich fehlt mir. Das finde ich könnte definitiv aus Carbon sein. Wenn wir jetzt aber weiter nach hinten gehen, da hat sich definitiv was getan gegenüber dem Serien 992 Turbo S. Einmal, finde ich eigentlich geil, ausgetauscht, ne? Schön in Brabus und schön diese Leiste in Carbon gehalten. Dann hier der Heckspoiler komplett einmal aus Carbon. So, und das, was sich hier darunter verbirgt. Wir haben ja serienmäßig 650 PS am Start. Hier allerdings jetzt 820 PS und 950 Newtonmeter. Das sind 150 Newtonmeter noch mal mehr und 170 PS mehr. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man jetzt nur hier die Ausbaustufe haben will von Brabus, ja, da legt man halt einfach mal 25.000 Euro hin. Das finde ich schon ein bisschen heavy, wenn man sich überlegt, 170 PS mehr, 25.000 Euro das Ganze. Aber da muss man natürlich wieder sagen, das Ganze ist von Brabus gemacht. Da wissen wir, da ist 100% Qualität am Start. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Dann hier unten geht es weiter. Kompletter Diffusor aus Carbon, finde ich, sieht richtig geil aus. In Verbindung hier mit den Endrohrblenden. Also das, finde ich, steht richtig geil da. Wir haben auch eine komplette Inconel-Abgasanlage am Start. Und dann, wenn wir jetzt halt weitergehen, und zwar, wir gehen jetzt hier Richtung, sag mal, Robert, hast du deine Dosen nicht aufgeräumt oder wie? Wo ist denn da der Mülleimer? Das geht ja gar nicht, du. Also, machen wir gleich weiter. Der Kollektor rettet die Erde. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir müssen alle auf die Umwelt achten. Ja? Ich meine, klar, wir fahren dann natürlich so ein Auto wieder, aber wir achten trotzdem auf die Umwelt. Definitiv. So, und jetzt Leute, jetzt kommen wir eigentlich zum Highlight hier bei der Cabrio-Version. Und zwar hier der Innenraum. Komplett mit dem ganzen Leder, mit den roten Nähten. Und wenn wir uns diese ganzen Details anschauen, hier allein diese Tür, das ist wieder diese typische Brabus-Qualität, wie wir es schon kennen. Auch hier komplette Soundanlage in diesem geilen Rot gehalten. Auch Lenkrad hat sich komplett hier geändert mit den Schaltwippen.
Und egal wo du hinschaust, wir haben überall das komplette Leder verbaut. Auch hier komplett die Pedale. Alles hat sich hier geändert. Das ist schon wirklich heftig. Allerdings muss man auch wieder dazu sagen, wir sind halt hier bei einem Aufpreis von ungefähr 25.000 €. Und wenn man sich mal überlegt, Serien 992 Turbo S Cabrio kostet 220.000 €. So wie das Auto jetzt hier dasteht, 120.000 € mehr, 340.000 €. Das ist natürlich schon richtig eine Ansage. Ich meine, klar, wir bekommen auch einiges, vor allem hier im Innenraum, wie viel sich hier getan hat. Auch Mittelkonsole, komplett in Carbon gehalten. Also, ja, das ist schon, finde ich, sieht richtig, richtig geil aus. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, was der Kunde dementsprechend will. Ich würde sagen, Robert, ich verstehe auch gerade nicht, wieso ich jetzt gerade ausgestiegen bin, weil eigentlich hätte ich sitzen bleiben können, damit wir jetzt halt aufreißen. Ne? Von daher würde ich sagen, ich setze mich einfach direkt wieder rein und wir reißen auf, oder? Also, auf geht's. Bevor du einsteigst, Robert, gehst du kurz nach hinten, wir machen einen kurzen Soundcheck. Und übrigens, weil ich gerade vergessen habe zu sagen, stopp, schau mal hier, das ist natürlich geil. Schön in Rot. Bist du bereit? Ja, mach einfach an. Alles klar. Geht was, oder? Ein bisschen Knall da. Ja, Minimal. ja, Aber jetzt schauen wir mal, wie das Ding unter Volllast klingt, oder? würde ich auch sagen. Also, auf geht's. So, Robert, sind wir bereit? Schon immer. Aber du musst auch noch Speicherkarte reinmachen, oder wie? Ja, ich bin top vorbereitet. Übrigens, Leute, dazu wird noch ein ausführliches Video kommen, denn wir filmen hier mit der neuen Insta360 One RS. Schauen wir mal, was da so dabei rauskommt. Wie gesagt, da wird ein ausführliches Video dazu kommen, aber es gibt momentan eine Summer Sale Aktion für die Kameras, für Insta360, also für die Leute, die mehr über Insta360 erfahren wollen. Wir hauen einmal den Link in die Videobeschreibung rein und dazu gibt es auch noch meinen Code und ich würde sagen, wir reißen jetzt hier auf. Aber mal ganz anders so. Also ich meine 992 Turbo S Cabrio, da gibt es ja schon nichts zu sagen. Übrigens, Robert, ich finde es super, wir befinden uns im öffentlichen Straßenverkehr, dass du auch schon angeschnallt bist. Das ist mein Das ist wieder sehr vorbildlich von dir gewesen. Hoppala. Jetzt hat. Also da gibt es eigentlich fast nichts Geileres, weil man muss ganz ehrlich sagen, Turbo S ist halt einfach das perfekte Auto. Ja? Da kannst du nichts sagen, weil das Ding ist auf der einen Seite tiefenentspannt zum Fahren und auf der anderen Seite ist das Ding ultra schnell. Und das haben wir auch schon am Flugplatz erfahren können mit den 820 PS, wie das vorwärts schiebt. Und heute, ich meine, wir sind Cabrio unterwegs, Robert sitzt neben mir und es ist halt einfach eine entspannte Fahrt. Aber mal schauen, wie der Sound vor allem ist, wenn wir hier schön offen fahren. Wenn wir jetzt hier gleich aus der Ortschaft draußen sind, dann schauen wir mal, was da so geht. Jetzt sind wir auf Rot. So, Robert, Ja? bist du ready? Ich bin sowas von Reiß mal richtig hier aber auf. Alter! Ja, das sind dann einfach mal ganz entspannte 100 gewesen. Er bollert schon ein bisschen hinten raus. Ja. Das Geile ist halt, wie du halt die Turbos hörst. Das ist halt... Ja, und da merkst du, oben rum kommt dieser Punch noch mal mehr gegenüber Serie. Alter! Ja, damit jetzt auf die Autobahn, das wäre geil. Das wäre geil, da wäre ich sofort motiviert, schön, was auch immer da geht. Wahrscheinlich 3,30, 3,40 wird da mit Sicherheit auf jeden Fall gehen. Aber wir haben leider nicht die Zeit, Leute, heute, weil wir fahren nämlich noch 2 andere Autos, die wir filmen. Und dass wir hier auf die Autobahn kommen, das ist halt leider ein Stück weg. Das ist das Problem. Aber halt jetzt hier mein Turbo S Cabrio auf der Landstraße genießen. Ne? Boah, das ist schon... Vor allem das Geile ist halt immer wieder, du kannst halt einfach hier mit dem Turbo S, du kannst so tiefenentspannt fahren. Ja? Du gehst jetzt hier in den normalen Modus, gehst in manuell noch und dann fährst du halt einfach tiefenentspannt dahin und es fährt sich wie ein ganz normaler Elfer. Und das finde ich das Faszinierende, wie das Porsche so gut hinbekommt. Jetzt würde ich mal sagen, wir fahren einfach mal rechts hier, ob da irgendwie was kommt. Ein bisschen was Kurvigeres.
Also, der Sound ist geil. Sound ist geil, ist nicht zu laut, nicht zu leise. Ist eigentlich genau richtig. Ist 0 raus, oder? Ja. Alter. Alter. Das ist einfach, Launch Control ist einfach krank. Es ist einfach sowas von krank. Und vor allem die Traktion. Die Traktion ist das Heftige. Wie der das auf die Straße bekommt, zieht euch das mal rein. Das ist so heftig einfach nur. Zack, 4000 Touren und dann sofort. Alter, direkt wieder 100 drauf. Übrigens, für die Leute, die sich jetzt wundern, wir haben hier nur 300 Kilometer drauf. Mir wurde das gesagt, wir dürfen damit Gas geben, denn der Motor muss das aushalten. Für mich persönlich, wenn es mein eigenes Auto wäre, ich würde das Ding definitiv erstmal einfahren. Auf jeden Fall 800-900 Kilometer Minimum. Aber wenn mir das so gesagt wird, dann geben wir natürlich Gas. Ah, das ist genau meins. Robert, da freust du dich wieder, oder? Ja, auch weil es meine Kamera so umschleudert. Weiter. Wo ist denn die? Alter, ja, da kommt er auch kurz quer. Das ist einfach... Alter, der Sound! Es ist so geil, dieses Zischen einfach. Ich merke, die Emotionen sind bei dir schon wieder voll am Start. Na, ich merke das. Du fühlst es auch wieder genauso wie ich, oder? Hä? Ja, ich habe mir überlegt, was ich gerade trinken könnte. Dieses Zischen, da geht dir sofort das Herz auf, oder? Wenn du richtig diese Turbos hörst. Ja, da oben gibt's ein Eis. Alter, Henkel. Ich hätte eher Bock auf einen Händel. Händel? Ja. Ich meine, wir haben gleich 10 Uhr. Ja. Alter, Vorsicht. Der Katzen. Alter, der Vogel. Ja, ich finde es faszinierend, ganz ehrlich, Mann, dass wir hier 100 fahren dürfen. Weil ich fahre hier safe jetzt nicht 100, weil schau dir das mal an. Die ganzen Häuser hier, man muss schon aufpassen. Aber hier geht's wieder. Alter! Junge, das Ding schiebt aber nach vorne. Das aber... Ah ja, was war denn das? Ja, ich wusste nicht, dass ich in manuell bin. Ich dachte mir mal, wann schaltet denn der? Der hat einen Schaltvorgang gehabt wie du. Das Ding schiebt aber echt krass vorwärts. Vor allem aus dem 3. Gang. Also es ist echt krass, wie da richtig die Power oben rum dann kommt. Also ich glaube, da wäre richtig was los. Über 300 km/h offen fahren. Glaube ich, da geht richtig was. Ich glaube, das müssen wir nochmal nachholen, oder? Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, hier 992 Turbo S Cabrio, umgebaut von Brabus auf 820 PS. Ein absolutes Monster zum Fahren. Auf der anderen Seite aber auch einfach so entspannt zum Fahren, dass der Robert mir hier schon wieder gleich fast einschläft. Ja. Es ist halt einfach geil, offen zu fahren. Du hörst diese Turbos und ja, mit dem Brabus-Umbau, ich meine Innenraum, mega geil. Der Motor, die Leistung nochmal, was wir hier nochmal, die 170 PS mehr haben, spüren wir definitiv. Aber natürlich, dass du die noch mehr spürst, muss man natürlich auf die Autobahn gehen oder eben, wie gesagt, auf die Rennstrecke oder wie wir es vor ein paar Wochen gemacht haben in dem Video, auf den Flugplatz, wo wir das Ding gemessen haben. Also für die Leute, die hier den Turbo S nochmal richtig in Aktion erleben wollen, sehen wollen, klickt auf das Video mit dem Turbo S Coupé. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Und ich würde sagen, Robert, wir reißen jetzt hier nochmal einmal auf, oder? Komm, einmal will ich noch. Einmal noch, aber komm hier nochmal da so, wenn die Kurve vorbei ist, weil wir gehen in den 1. Gang. Und dann, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Alter.